Ein Arbeit. Der besonderen Art. Bist du deppert? Walter Röll habe ich schon immer respektiert, aber jetzt noch mehr. Jetzt noch mehr. Jo, wie haben wir ausgeschaut? Nein, aber im Sinne von mit euren Augen einfach. Hat das noch 3 von 10? 4. Okay. Stell dir vor, dann hast du noch allein, der BMW ist ja 1 Meter länger gefüllt. Stell dir dann vor, hier quer, er sagt Gas und das ist dein Auto. Das ist brutal, ja. Das ist wirklich brutal. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar, morgen geht's ab zum Quer ist mehr Drifttraining nach Österreich und ich freue mich schon riesig. Mein Vati wird auch dabei sein. Wird also eine echt super geniale Einheit. Wir haben zusätzlich noch Neris Dance dabei als Drohnenpilot. Wow, ich freue mich schon mega auf den Tag. Aber die große Frage für uns heute, wie montieren wir unsere GoPro am besten, dass es mega geil aussehen wird? Also teste ich das jetzt einfach mal mit einer Probefahrt. Erste Position, GoPro auf der Stirn. Mann, bin ich gespannt, was ich schon gelernt habe. Setup immer zuerst testen. Die beste Option wäre ein Chin-Mount, aber ich habe ja keinen Helm auf und dementsprechend habe ich auch keinen Chin-Mount. Ich könnte dort natürlich mit meinem Motorradhelm aufkreuzen und den ganzen Tag im Auto mit Motorradhelm sitzen. Das wird nichts. Das wird nichts. Das sieht man leider sofort. Eh schon richtig hochgeschnallt, aber leider zu tief. Mir fehlt noch so ein Gelenk, aber ich glaube, das habe ich zu Hause. Und das ist schon ziemlich geil. So weit hinten, unten wie möglich. Ich habe noch eine Idee gekriegt. Hier hinten oben. Ey Brudi, schauen wir mal, ob wir damit überhaupt fahren können. Ihr seht natürlich wenig. Es geht mehr darum, dass man wahrscheinlich sieht, was der Fahrer so macht in der Perspektive. Geil, Leute! Boah, das wird so episch morgen. Meine letzten Winterreifen haben 8 Jahre gehalten, das ist viel zu lang. Deshalb muss ich wieder ein bisschen mehr Gummi geben. Nachdem die Vorbereitungen soweit abgeschlossen waren, noch einen Wecker auf 4 Uhr morgens stellen, kurz das GoPro-Equipment überprüfen, dann auf ins Auto und 3 Stunden Anfahrt nach Österreich. Geil! Wir freuen uns auf dieses absolute Abenteuer. Hallihallo! Und bei uns geht's heute ab. Nicht Quatschbärchen! Ja, hör schon wieder unsere Videocrasher. Wir haben heute Quer ist mehr Drifttraining in Österreich. Ab geht's. Und haha, High Five! Wer kennt es nicht? Einmal im Leben driften wie ein richtiger Driftprofi. Was für ein Spaß. Lernen kann man dies am besten in einem Drifttraining. Wir haben es gemacht beim Quer ist mehr Drifttraining in Lungau in Österreich. Was für ein Tag, was für ein Abenteuer. Ziel dieses Trainings ist natürlich Quer ist mehr. Vor allem aber auch wichtigen Instinkten den Rücken zu kehren. Auto abfangen, stabilisieren, nein danke. Wir wollen das Ausbrechen erzwingen und wir wollen es so lange wie möglich in dieser Lage behalten. Den Drift in die Länge ziehen. Bremse einlenken. Jetzt schon? Ja. Merkst du, wie das schön durchpendelt? Wow, okay, aber das ist ja ein ganz anderes Level. Okay, ich hab's verstanden. Sowohl durch Blickführung als auch durch Gas. Stichwort Lastwechsel. Ziel ist es, durch entweder einen starken Lenkimpuls nach abrupter Gaswegnahme oder durch Setzen eines zusätzlichen Bremsimpuls und anschließendem Lenkimpuls das Ausbrechen des Fahrzeugs zu erzwingen. Grip am Vorderrad zu erzeugen und das Heck quasi um die Ecke zu werfen. Sobald das Heck quer genug gekommen ist, heißt es, nicht gegenzulenken. Okay. Ja, kommen lassen, nicht gegenlenken, nicht gegenlenken, nicht gegenlenken. Ja, aber du hast, ja, wir mussten ja wieder gerade raus. Den Zwang zu unterdrücken und das Fahrzeug genau in dieser Lage über das Gas zu stabilisieren. Wow, es klappt. Manchmal. Ist aber auch anstrengend, mental und physisch. Permanente Konzentration und gefühlte 90% des Tages im Auto. Toll, aber auch unerwartet. Über den ganzen Tag hinweg werden wir aber gut versorgt. Es gibt Tee, Kaffee, Snacks, süß und pikant,
ein Mittagessen und auch Getränke aufs Haus, im Preis inkludiert. Eine Stärkung und eine kurze Pause tun sehr gut, um das Erlebte mit Freunden oder anderen Teilnehmern auszutauschen, zu verarbeiten, als auch zu verbessern. Die Trainer sind nett, freundlich und hilfsbereit. Es herrscht Spaß, Freude und allgemein eine sehr gute Stimmung. Man fühlt sich wohl. Weiter geht's, zurück auf die Piste. Auf Wunsch setzt sich der Trainer auch in dein Fahrzeug, gibt dir wichtige Tipps, Feedback und zeigt dir auch eine seiner Bestzeitrunden. Ich sage nur, festhalten für die einen oder zurücklegen und genießen für die anderen. Ein ganz besonderes Erlebnis. Unvorstellbar, aber wahr. Die Strecken bestehen aus künstlichem Eis. Zu Fuß findet man sehr schwer Halt. Aber was dieses Auto mit Winterreifen ohne Spikes auf diesen Untergrund übertragen kann, ist unfassbar. Die Definition von Fahrverhalten auf Schnee und Eis wird in jedem Fall neu definiert. Die Performance ist unvorstellbar. Mit Schuhen tut man sich deutlich schwerer, Grip zu finden als auf 4 Rädern. Wir sind zu 4 vor Ort. 2 Fahrer, ein Freund als Drohnenpilot und meine Freundin als Begleitung. Wir alle fühlen uns wohl, haben Spaß und haben einen unglaublich tollen Tag. Draußen in der eisigen Kälte dieser erbarmungslosen Eispiste. Jederzeit zu empfehlen. Zur Auswahl gibt es 2 Fahrzeuge, einen Toyota GR Yaris Allrad und einen Toyota Supra Hinterradantrieb. Vielleicht machen die auch Werbung für Supra. Also wenn der da immer so steht, wäre so ein bisschen... Jedes Mal werde ich ein bisschen mehr verliebt. Aber mich wundert es, dass du bis jetzt noch nicht gesagt hast, kauf dir doch einen, Fadi. Gut durchgehalten. Wir haben uns für den Toyota entschieden. Klein, Grip ohne Ende, ein WRC-Fahrzeug. Einfach geil. Heute würde ich mich anders entscheiden. Im Nachhinein habe ich mich noch intensiver mit dem Thema beschäftigt und gelernt, größerer Radstand macht das Driften leichter. Ein Heckantrieb natürlich auch. Persönlich wollte ich aber das Allraddriften lernen. Deshalb habe ich mich auch für das Allradfahrzeug entschieden. Der Tag war anstrengend, wirklich anstrengend. Wir hätten es nicht gedacht, aber über Funk hören wir alle Kommandos für alle Fahrer. Permanent. Und wie gesagt, diesmal will ich ein bisschen aggressivere Szenen hier, nicht so ein Durchgerolle. Hast du gehört, Fadi? Kein Durchgerolle hier. Aggressiv. Aggressiv will er sehen. Gib ihm aggressiv, Fadi. Man muss filtern, was für einen selbst gedacht ist. Und der Drang, sich selbst zu verbessern, fordern höchste Konzentration und man spürt die geistige Erschöpfung. Ein Tag im Auto und permanent daran zu arbeiten, einen perfekten Drift hinzulegen, kostet Energie. Was ich in diesem Training gelernt habe und euch weitergeben möchte. Man benötigt ein gewisses Momentum und eine gewisse Geschwindigkeit, denn nur dadurch ist es möglich, das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Zaghaftes Einlenken oder zaghaftes Gas geben führt nicht zum gewünschten Ergebnis. Auf keinen Fall soll man bei einem Allrad lenken und Gas geben zur gleichen Zeit. Dies stabilisiert immer die Spur. Das Ziel ist es, die Querbewegung und den Drift immer bis zur nächsten Kurve zu ziehen und somit über die Strecke hinweg durchgehend in einem Drift zu bleiben. Ja, also nicht rollen lassen das Auto, sondern wirklich Gas, 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 runter vom Gas, Bremse einlenken. Und den Jahresfahrern können die jetzt noch so einen Trick verraten, dass man so ganz kurz einmal die Handbremse anreißt. Okay, ich fahre nach links, Komm, Bruder. Ja, jawohl. Ein bisschen Pause. Danke. Ich hoffe. Okay. Hab ich drauf. Bremse nutzen. Jawohl. Hab ihn. Verlässt man einmal die Piste und steckt ein wenig im Schnee, ist es kein Problem. Es gibt ein sogenanntes Rescue-Team. Schnell kommt ein Geländewagen um die Ecke und zieht dich wieder aus dem Schnee. Die Fahrzeuge wurden mit einer speziellen Stoßstange geschützt, sodass auch ein etwas gröberer Abflug in die Hecke nicht die Frontschürze des Fahrzeugs beschädigt. Wenn du das Training machst, lass auf jeden Fall einmal den Instruktor bei dir mitfahren und lass dir die passenden Kommandos geben. Jawohl. Und jetzt. Gas. Noch mehr Gas? Gas. Aber in welche Richtung lenke ich denn, wenn ich dann Gas gebe? Ja, gar nicht. Du lenkst gerade. Du willst ja. Stell dir das als Kreis Also vor. ich kann gerne mal Gas geben, wenn du sagst Gas. Aber wie viel Gas soll ich denn geben? 5.000, 6.000 oder so? Einfach? Gib einfach Gas, bis ich sage runter vom Gas. Okay, ich mach's gerne.
Das Learning ist unvorstellbar. Besser kannst du es nicht lernen. Meine Empfehlung wäre auf keinen Fall, das eigene Fahrzeug zu nehmen. Die Böschung ist nicht besonders hoch, aber jeder, der schon mal Kontakt mit angefrorenem Schnee hatte, weiß, der kann ziemlich hart sein. Und ich nehme an, dass ein Fahrzeug besonders auch mit geringerer Bodenfreiheit auf jeden Fall einen Schaden aus einem Abflug mitnehmen wird. Und ein Abflug ist beim Lernen nicht zu vermeiden. Was ich mir ein wenig anders gewünscht hätte, für mich war die Piste ein wenig schmal. Viel mehr Platz würde einem persönlich viel mehr Schranken nehmen, um einem zu erlauben, deutlich mehr Gas zu geben und auch deutlich mehr zu riskieren. Für jemanden wie mich, für den das Ganze Neuland ist ein Fahrzeug quer zu bewegen auf jeden Fall Spaß. Wenn man dabei natürlich in Bäume bzw. ein Bachufer sieht, hat man ein wenig mehr Respekt davor, das Auto gegebenenfalls doch vielleicht in ein gröberes Hindernis als reinen Schnee zu versenken.